Wobbler Ghost Blue. Ob wir bei der neuen Farbvariante von Pimpleparks Langnoppenbelag ein blaues Wunder erleben, seht ihr in diesem Video. Preislich ordnet sich der Wobbler wie gehabt regulär bei knapp 37 € ein. Das Obergummi kommt mit mittelharten, sehr elastischen, zylindrisch geformten Noppen daher. Die Noppenköpfe sind leicht geriffelt und griffig. In den Versionen mit Unterlage kommt ein cremeweißer, feinporiger, etwa 40 bis 42 Grad harter Schwamm zum Einsatz, der in den Stärken 0,5 und 1,0 mm verfügbar ist. Beginnen wollen wir unseren Test mit der 1,0 mm starken Schwammversion. Diese macht erstmal einen recht flotten, teilweise nicht ganz so einfach zu kontrollierenden Eindruck und spielt sich eher wie eine mittellange Noppe. Im Einkontern erzeugt der Wobbler durchaus abtauchende, flache Flugbahnen mit unangenehmen Rotationswechseln, die beim Gegenüber schnell zu Fehlern führen. Generell will der Schwammwobbler auf jeden Fall aktiv gespielt werden. Die typische Hackblocktechnik ist bei dieser Wobbler-Version allerdings nicht anwendbar. Vielmehr gelingen Blockbälle mit einem leicht geschlossenen Schlägerblatt. Eine große Stärke sind früh genommene Schupfbälle, die durch den Schwamm sehr flach und durchaus mit Störeffekt behaftet herausbeschleunigt werden. In der langen Abwehr macht der Wobbler eine recht gute Figur, wobei man eher durch Sicherheit und Schnittwechsel zum Punkt kommt, als durch hohe Unterschnittentwicklung. Als Gegenspieler zieht man erstaunlicherweise recht häufig über den Tisch, weil man den Unterschnitt überschätzt. Es sind aber teilweise auch einige Bälle mit recht guter Unterschnittentwicklung dabei. Erstaunlich gut lässt sich der Belag auf der Vorhandseite einsetzen. Druckvolle, abtauchende Konter sind hier für den Gegenspieler ebenso unangenehm wie topspinartige Schläge. Die Schwammunterlage sorgt jedenfalls für das nötige Tempo, auch wenn die Schlagtechnik selbst erst einmal etwas ungewohnt erscheint. Unterm Strich ist die Schwammversion des Wobbler also ganz klar auf ein aktiveres Spiel ausgelegt und weniger auf das reine Stören. Tendenziell ist der Belag so auch eher für etwas leistungsstärkere Spieler geeignet, da es durchaus anspruchsvoll ist, das Ganze unter Kontrolle zu bringen. Wechseln wir rüber zur schwammlosen OX-Version des Wobbler. Diese spielt sich natürlich von Beginn an direkter und nicht so schwammig.
kann auch deutlich passiver eingesetzt werden. Am Tisch ist damit ein deutlich effektiveres, aber auch sichereres Störspiel möglich. Hackblocks gelingen dementsprechend wieder deutlich flacher, kürzer und auch schnittreicher. Generell bietet der schwammlose Wobbler einen guten Störeffekt und moderate Tempowerte. In der langen Abwehr sind sehr flache Flugbahnen bei einer mittleren Unterschnittentwicklung spielbar. Trotzdem sind wir der Meinung, dass man mit dem Belag eher etwas tischnäher agieren sollte. Eine große Stärke des schwammlosen Wobbler sind unserer Meinung nach Seitwischer und Druckschubs, sowie Tempowechsel und winkelige Bälle. Der Belag lässt sich also sowohl passiv als auch aktiv einsetzen und bietet insgesamt eine hohe Variabilität. Uns persönlich hat also die OX-Variante mehr zugesagt. Ganz einfach, weil damit ein sichereres, gefährlicheres, variableres Störspiel aufgezogen werden kann und sich der Wobbler hier deutlich direkter und nicht so schwammig spielen lässt. Unterm Strich ist Pimple Parks Langnoppenbelag also eine recht variabel einsetzbare Allround-Störnoppe, die sich gut beherrschen lässt.